Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Thomas Pikettys. Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Meilenstein der zeitgenössischen Wirtschafts- und Sozialanalyse. Das Buch verbindet eine außergewöhnlich breite historische Perspektive mit einer klaren, allgemein verständlichen Darstellung zentraler Zusammenhänge von Vermögen, Einkommen und politischer Macht. Piketty stützt sich auf eine in Jahrzehnten aufgebaute Datengrundlage aus Steuer- und Vermögensstatistiken vieler Länder, um langfristige Trends der Ungleichheit sichtbar zu machen. Der zentrale Befund lautet, dass die Rendite auf Kapital in modernen Volkswirtschaften über weite Strecken höher ist als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Diese anhaltende Differenz vergrößert das Gewicht von geerbtem Vermögen und begünstigt eine Konzentration ökonomischer Ressourcen in den Händen weniger. Daraus folgt für Piketty, dass Ungleichheit kein Zufall oder ausschließliches Nebenprodukt technologischer Entwicklung ist, sondern das Ergebnis institutioneller Regeln, politischer Entscheidungen und gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Das Werk ist weder moralische Anklage noch abstrakte Formelsammlung, sondern ein empirisch fundierter, historisch verankerter Beitrag zur Frage, welche Regeln ein demokratischer Kapitalismus braucht, um Dynamik, Gerechtigkeit und Stabilität zu verbinden. Piketty beleuchtet die Epoche extremer Vermögenskonzentration vor dem Ersten Weltkrieg, die reduzierenden Schocks des 20. Jahrhunderts und die erneute Zunahme von Ungleichheit seit den 1980er Jahren. Seine Diagnose mündet in konkrete Reformvorschläge, von progressiven Steuern über internationale Finanztransparenz bis hin zu Bildungspolitik und Unternehmensverfassung. Damit liefert das Buch eine Landkarte für alle, die verstehen wollen, warum die Verteilung von Chancen, Einkommen und Vermögen heute so aussieht, wie sie aussieht, und welche Wege offenstehen, um eine inklusive, zukunftsfähige Wirtschaftsordnung zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die zentrale Dynamik R größer als G und ihre Folgen. Im Kern von Pikettys Analyse steht die Beobachtung, dass die durchschnittliche Rendite auf Kapital langfristig häufig höher ist als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Unter Kapital versteht er breit gefasst produktives Vermögen in Form von Immobilien, Land, Maschinen, Finanzanlagen und geistigem Eigentum. Wachstum umfasst das Zusammenwirken von Bevölkerungs- und Produktivitätszuwachs. Wenn die Kapitalrendite dauerhaft über der Wachstumsrate liegt, akkumuliert bereits vorhandenes Vermögen schneller, als die gesamte Wirtschaft expandiert. Das hat zwei miteinander verknüpfte Konsequenzen. Erstens steigt das Gewicht von Vermögen relativ zum Jahreseinkommen einer Volkswirtschaft. Piketty zeigt, dass die Kapitaleinkommensquote in Zeiten niedrigen Wachstums typischerweise zunimmt, weil Ersparnisse und Renditen sich über Jahrzehnte stapeln. Zweitens begünstigt diese Dynamik die Konzentration von Vermögen, sofern nicht starke gegenläufige Kräfte wirken. Da Vermögen aus seinem Bestand Erträge generiert, die wiederum investiert werden können, entfaltet Zinseszins über Generationen eine mächtige Wirkung. Je höher die durchschnittliche Rendite, je tiefer die Besteuerung von Kapital und je schwächer die Diffusion von Wissen, desto ausgeprägter verläuft dieser Prozess. Piketty zeigt, dass es ohne politische Korrektive leicht zu einer patrimonialen Gesellschaft kommt, in der Erbschaften und Vermögensverwalter eine größere Rolle spielen als Erwerbsarbeit und Unternehmertum im klassischen Sinn. Zugleich unterscheidet er zwischen funktionaler Verteilung, also dem Anteil von Arbeit und Kapital am Gesamteinkommen, und personeller Verteilung, also der Verteilung über Individuen und Haushalte. Eine steigende Kapitalrendite kann beide Ebenen beeinflussen, etwa wenn steigende Immobilien- und Aktienpreise Vermögenseinkommen nach oben treiben und zugleich hohe Managervergütungen Top-Einkommen verstärken. Wichtig ist Pikettys Hinweis, dass R größer als G keine Naturkonstante ist. Kriege, Krisen, Inflation, Regulierung, Besteuerung, Bildungsexpansion und technologische Umbrüche können die Relation verändern. Doch in friedlichen, globalisierten, reifen Volkswirtschaften mit langsamem Bevölkerungswachstum tendiert R dazu, über G zu liegen.
Daraus leitet Piketty die Notwendigkeit institutioneller Arrangements ab, die Renditen nicht neutralisieren, aber die entstehende Ungleichheit begrenzen. Instrumente sind unter anderem progressive Steuern auf Einkommen, Vermögen und Erbschaften, Transparenzregister für Finanzvermögen sowie eine Unternehmensverfassung, die die Erträge des Kapitals breiter teilt. So beschreibt R größer als G keine moralische Wertung, sondern einen strukturellen Mechanismus, der ohne politische Gestaltung soziale Spaltung verstärken kann. Zweitens. Historische Bögen der Ungleichheit vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Pikettys Stärke liegt in der Verbindung von Langfristperspektive und Datentiefe. Er zeichnet die Entwicklung der Ungleichheit seit dem 18. Jahrhundert nach und zeigt regelhafte Muster. In der Belle Epoque und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs erreichten Vermögenskonzentration und die Kapitaleinkommensquote in vielen europäischen Ländern Spitzenwerte. Erbschaften spielten eine dominante Rolle, Grund- und Mietrenditen sowie Kolonial- und Finanzgewinne befeuerten hohe Einkommen an der Spitze. Diese Ordnung wurde im 20. Jahrhundert durch eine Abfolge außergewöhnlicher Schocks erschüttert. 2 Weltkriege, Hyperinflation, große Depression, Schuldenkrisen und der Aufbau progressiver Steuerstaaten. Diese Ereignisse verringerten die großen Vermögen, schwächten Kapitaleinkommen und förderten eine breitere Eigentumsbasis. In dieser Phase entstand die Erzählung, die Ungleichheit nehme mit der Modernisierung quasi automatisch ab. Diese Sicht wurde oft mit der sogenannten Kuznets-Kurve verbunden, die ein Umkehr-U beschreibt. Zunächst steigt Ungleichheit, später fällt sie. Piketty zeigt, dass die Abnahme der Ungleichheit im 20. Jahrhundert weniger einer zwangsläufigen Entwicklungslogik folgte, als vielmehr dem Zusammenspiel historischer Schocks und politischer Entscheidungen. Als diese außergewöhnlichen Kräfte nachließen und gleichzeitig Globalisierung, Finanzderegulierung und Steuerwettbewerb zunahmen, kehrte die Ungleichheit ab den 1980er Jahren zurück. Besonders deutlich ist dies in den Vereinigten Staaten, wo Top-Einkommen und Spitzenvermögen stark gewachsen sind, getrieben durch Managervergütungen, Finanzgewinne und eine schwächere Progression in Steuersystem und Arbeitsinstitutionen. In Europa verlief die Entwicklung heterogener, aber auch hier stiegen Vermögenspreise, insbesondere im Immobiliensektor, und die personelle Ungleichheit nahm zu. Deutschland erlebte bei Löhnen eine Spreizung und sah zugleich eine kräftige Dynamik der Vermögenswerte in Ballungsräumen. Piketty verweist darauf, dass technologische Veränderungen und internationale Handelsintegration zwar reale Effekte auf Lohnstrukturen haben, die konkrete Verteilung jedoch stark von Regeln abhängt, etwa Tarifbindung, Mindestlöhnen, Unternehmensmitbestimmung und Steuerprogression. Der historische Bogen macht klar, dass Ungleichheit gestaltbar ist. Weder ist hohe Konzentration ein ewiges Schicksal, noch ist egalitäre Verteilung ein Selbstläufer. Welche Kräfte dominieren, entscheidet sich in politischen Aushandlungen über Eigentum, Besteuerung, Bildung und die Ordnung der Märkte. Drittens. Vermögenskonzentration, Erbschaften und die patrimoniale Gesellschaft. Ein zentrales Motiv in Pikettys Arbeit ist die wachsende Bedeutung von Erbschaften und großen Vermögensbeständen in einer Welt niedrigen Wachstums. Wenn R größer als G gilt, gewinnen geerbte Vermögen relativ an Gewicht, weil sie sich schneller vermehren als die Gesamteinkommen der Gesellschaft. Er zeigt anhand von Nachlassstatistiken, dass in vielen Ländern der Anteil der Erbschaften am nationalen Einkommen seit den 1970er Jahren wieder deutlich steigt. Das hat weitreichende Konsequenzen für soziale Mobilität und Chancengleichheit. In einer patrimonialen Gesellschaft zählt Herkunft mehr als Leistung. Wer reich geboren wird, hat einen Vorsprung in Bildung, Netzwerken, Risikobereitschaft und politischem Einfluss, der sich kaum allein durch Talent und harte Arbeit aufholen lässt. Piketty widerspricht damit der bequemen Erzählung einer reinen Leistungsmeritokratie. Zwar gibt es echte Unternehmerinnen und Unternehmer, die neue Produkte schaffen und erhebliche Werte generieren. Doch oft verwandeln sich unternehmerische Spitzenvermögen bereits in der nächsten Generation in verwaltete Portfolios, deren Renditen weniger mit persönlicher Leistung als mit Besitz zu tun haben.
Hinzu kommt die enge Kopplung von Immobilienmärkten und Vermögensaufbau. In Metropolregionen treiben Bodenknappheit, Zuzug und Finanzströme die Preise. Wer Eigentum besitzt, profitiert überproportional, während Mietende einen wachsenden Anteil ihres Einkommens für Wohnen aufwenden. Die Folge ist eine Vermögensspirale, in der die Eintrittsbarrieren für Eigentum steigen. Piketty diskutiert auch soziale Mechanismen, die Ungleichheit reproduzieren, etwa assortative Partnerwahl, bei der Hochgebildete und Vermögende untereinander heiraten, sowie steuerliche Privilegien, die Kapital gegenüber Arbeit begünstigen. Er betont, dass Vermögenskonzentration nicht nur ökonomische, sondern auch politische Dimensionen hat. Große Vermögen finanzieren Medien, Stiftungen und Lobbying, prägen Diskurse und beeinflussen Regeln. Dadurch kann eine Rückkopplung entstehen, in der wirtschaftliche Macht demokratische Prozesse verzerrt. Pikettys Schluss liegt nahe. Wer eine dynamische, offene Gesellschaft will, braucht Regelwerke, die die Dominanz geerbter Vermögen begrenzen und breite Vermögensbildung ermöglichen. Dazu gehören progressive Erbschaftssteuern, gezielte Förderung von Eigentumsaufbau für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen sowie institutionelle Arrangements, die die Stimme der Arbeit in Unternehmen stärken. 4. Daten, Messung und Methodik als Fundament der Argumentation. Die Überzeugungskraft des Buches ruht auf einer außergewöhnlich umfangreichen Datengrundlage. Piketty und sein Team haben Steuerarchive, Erbschaftsstatistiken, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und historische Preis- und Lohnreihen zusammengeführt. Daraus entstanden internationale Datenbanken zu Top-Einkommen und Vermögen, die langfristige Trends sichtbar machen. Diese empirische Basis erlaubt es, gängige Narrative über Ungleichheit zu prüfen und zu korrigieren. Ein methodischer Eckpfeiler ist die Abgrenzung von Kapital als Bestand und Einkommen als Stromgröße. Piketty misst Kapital als den Marktwert aller nichtmenschlichen Vermögensgüter und setzt ihn zum Jahreseinkommen in Beziehung. So lässt sich die Kapitaleinkommensquote als Indikator für das Gewicht des Vermögens in einer Volkswirtschaft verfolgen. Er berücksichtigt unterschiedliche Kapitalformen von Wohnimmobilien über Unternehmensanteile bis zu Staatsanleihen und zeigt, wie Preisentwicklungen und Renditen diese Bestände verändern. Gleichzeitig thematisiert er Grenzen der Messung. Nicht alle Vermögen sind sichtbar, Offshore-Bestände und Steuervermeidung verzerren Statistiken. Die Bewertung privaten Kapitals hängt von Börsenkursen und Immobilienpreisen ab, die schwanken. Menschliches Kapital, also Fähigkeiten und Wissen, wird in dieser Bilanz bewusst nicht als Kapitalbestand geführt, um klare Konzepte zu bewahren, auch wenn Bildung für Einkommen und Wachstum zentral ist. Piketty begegnet diesen Herausforderungen mit Triangulation, also dem Vergleich mehrerer Datenquellen und mit vorsichtigen Annahmen. Er diskutiert auch, wo Datenlücken bestehen, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern. Ein weiterer methodischer Beitrag ist die Unterscheidung zwischen Top-Einkommen aus Arbeit und aus Kapital. In manchen Ländern treiben hohe Managergehälter die Spitze, in anderen dominieren Kapitaleinkommen. Diese Differenz ist für politische Strategien entscheidend. Piketty legt Wert auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz, damit Forschung überprüfbar bleibt und politische Debatten sich auf belastbare Fakten stützen. Gerade in hitzigen Diskussionen über Ungleichheit bietet diese empirische Verankerung ein Korrektiv gegen anekdotische Evidenz und ideologische Schnellschüsse. Das Buch zeigt, wie historische Statistik in Verbindung mit klaren Begriffen ein scharfes Bild komplexer Verteilungsmechanismen zeichnen kann, ohne deren normative Bewertung vorwegzunehmen. Schließlich politische Optionen für eine inklusivere Verteilung und nachhaltige Dynamik. Aus seiner Diagnose leitet Piketty ein Bündel politischer Vorschläge ab, die Verteilungsgerechtigkeit mit wirtschaftlicher Dynamik verbinden sollen. Ein zentrales Element ist die Rückkehr zu deutlich progressiven Steuern auf hohe Einkommen, große Vermögen und Erbschaften. Ziel ist weniger fiskalische Maximierung als das Setzen von Leitplanken, die exzessive Konzentration bremsen und demokratische Gegengewichte stärken. Damit solche Instrumente wirken, fordert Piketty internationale Kooperation. Steuerwettbewerb untergräbt die Progression. Deshalb plädiert er für gemeinsame Mindeststeuersätze,
Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte und den automatischen Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden. Eine globale Vermögenssteuer sieht er als langfristige Vision, um Kapitalrenditen nicht abzuschaffen, aber deren gesellschaftliche Nebenwirkungen zu begrenzen. Ergänzend betont er die Bedeutung von Bildung, Forschung und Wissensdiffusion, die langfristig die Produktivität erhöhen und den Druck auf Löhne mildern. Dazu gehören Investitionen in frühkindliche Förderung, Hochschulen und lebenslanges Lernen. In der Unternehmensverfassung spricht Piketty der Mitbestimmung und einer breiteren Teilhabe an Kapitalerträgen eine wichtige Rolle zu. Modelle, in denen Beschäftigte Stimmrechte und Beteiligungen erhalten, können die Kluft zwischen Kapital und Arbeit verringern. Auf Arbeitsmärkten empfiehlt er Mindestlöhne, Tarifbindung und Regeln gegen missbräuchliche Monopsonmacht. Für die Wohnungsfrage sieht er Angebotspolitik und eine faire Besteuerung von Immobiliengewinnen als Hebel, um spekulativen Preisdruck zu dämpfen und Eigentumsaufbau zu erleichtern. Piketty ist sich der politischen Hürden bewusst. Interessen, Ideologien und internationale Koordinationsprobleme stehen Reformen im Weg. Dennoch argumentiert er, dass die Alternative eine Drift in Richtung instabiler, politisch fragiler Gesellschaften ist, in denen wirtschaftliche Macht in politische Dominanz umschlägt. Sein Programm ist kein starres Rezept, sondern ein Rahmen, der je nach Land und Institutionen variiert werden kann. Es lädt dazu ein, demokratisch auszuhandeln, wie viel Ungleichheit eine Gesellschaft tragen will und welche Gegenleistungen Wohlhabende für die Nutzung kollektiver Infrastrukturen erbringen sollen. So wird deutlich, dass Verteilungspolitik nicht gegen Wachstum steht, sondern dessen soziale Grundlage sichert. Zusammenfassend: Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Buch für alle, die die Kräfte hinter der wachsenden Ungleichheit verstehen und sinnvoll handeln wollen. Studierende und Forschende erhalten eine methodisch solide, historisch tief verankerte Darstellung, die Daten, Theorie und Geschichte produktiv verbindet. Entscheidungstragende in Politik und Verwaltung finden ein klares Argumentationsgerüst, das hilft, Steuer-, Bildungs- und Wohnungspolitik an langfristigen Zielen auszurichten. Unternehmerinnen, Investoren und Führungskräfte gewinnen Einsichten in die makroökonomischen Rahmenbedingungen, die die Kapitalrenditen tragen, und in die sozialen Risiken, die aus ungebremster Konzentration erwachsen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger bekommen ein verlässliches Fundament, um Debatten über Gerechtigkeit, Chancen und Verantwortung jenseits von Schlagworten zu führen. Der Nutzen für das eigene Leben liegt in der Kombination aus Klarheit, Faktenbasis und Handlungsorientierung. Wer versteht, wie Vermögen entsteht und warum es sich konzentriert, kann bewusster entscheiden, wie er spart, investiert, wählt und sich engagiert. Das Buch schärft den Blick für langfristige Trends, relativiert kurzfristige Aufgeregtheit der Märkte und zeigt, wo individuelle Strategien auf kollektive Regeln treffen. Warum dieses Buch und nicht ein anderes Werk zur Ungleichheit? Hier verbinden sich Breite und Tiefe auf seltene Weise. Piketty liefert eine international vergleichende Zeitreise über 3 Jahrhunderte, gestützt auf öffentlich zugängliche Datensätze und klare Begriffe. Er verknüpft empirische Evidenz mit institutionellem Denken und endet nicht bei der Diagnose, sondern bietet einen kohärenten, demokratisch begründeten Reformrahmen. Viele Debattenbeiträge sind pointiert, aber schmal datiert oder normativ, ohne die Messlatte der Fakten zu bestehen. Pikettys Ansatz ist robuster, gerade weil er offen über Grenzen der Daten spricht und zu Transparenz aufruft. Wer ein Buch sucht, das nicht nur erklärt, was ist, sondern auch zeigt, welche Regeln wir brauchen, um Wohlstand, Freiheit und Fairness zu verbinden, findet hier einen verlässlichen Kompass. Wenn Sie unterstützen möchten, Thomas Piketty, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.